Da ich durch einen Kommentar hier auf YouTube bemerkt habe, dass es noch komplizierter geht, möchte ich in diesem Video noch einmal Schritt für Schritt durchgehen, was die Wachshaut über dem Schnabel alles anzeigt und wie ihr erkennen könnt, welches Geschlecht eure Wellensittiche haben. Der Satz „Eigentlich ist es ganz einfach" weist schon darauf hin, wie kompliziert die Geschlechtsbestimmung bei Wellensittichen ist. Denn anders als andere Vogelarten gibt es bei Wellensittichen keinen Sexualdimorphismus. Auf Deutsch heißt das, die Geschlechter unterscheiden sich nicht im Gefieder. Das einzige Unterscheidungsmerkmal, fernab subjektiver Meinungen, ob Hähne mehr singen und Hennen mehr knabbern und stärker zubeißen, ist die Wachshaut. Bei Hennen ist sie eher rosabraun und verkrustet, also uneben, bei Hähnen blau und glatt. Doch hier ist die Geschichte längst nicht zu Ende, denn es gibt Ausnahmen, vor allem unter den Hähnen. Lutinos und Albinos, die wegen eines Gendefekts weniger oder kein Melanin produzieren, haben oft hellere Füße und auch eine hellere Wachshaut, weshalb diese Hähne mit ihrer rosafarbenen Wachshaut häufiger für Hennen gehalten werden. Außerdem kann sich die Wachshaut bei beiden Geschlechtern je nach Hormonstatus verändern. Hennen haben zum Beispiel, wenn sie nicht in Brutstimmung sind, eine hellblaue Wachshaut. Und Hähne können eine dunkelbraune Wachshaut bekommen, wenn das Testosteron abnimmt, was ein Hinweis auf einen Hodentumor sein kann. Wellensittiche, die noch nicht geschlechtsreif sind, haben eine violette bis hellblaue Wachshaut. Deshalb weigern sich erfahrene Verkäuferinnen, auch das Geschlecht der jungen Vögel zu garantieren. Denn selten sind die Wellensittiche im Geschäft oder beim Züchter so alt, dass sich die Farbe der Wachshaut eindeutig auf Henne oder Hahn festlegen lässt. Doch die Wachshaut verrät noch viel mehr als Hormonstatus und Geschlecht der Wellensittiche. Sie ist ein wichtiges und oft erstes sichtbares Anzeichen für eine schwere innere Erkrankung. So kann die braune Wachshaut bei Hähnen auf einen Hodentumor hinweisen, da ein starkes hormonelles Ungleichgewicht die Farbe der Wachshaut verändert. Bei Hennen kann eine Wachshaut, die über längere Zeit von dunkelbraun auf hellblau wechselt, auf eine unentdeckte Krankheit oder einen Nährstoffmangel hindeuten, insbesondere bei älteren Hennen. Ein anderes Beispiel ist die Hyperkeratose. Hierbei verstärkt sich die Verhornung der Wachshaut. Es bilden sich dicke, schorfige Krusten oder sogar Hörner auf der Wachshaut der Hennen. Auch hier ist ein Nährstoffmangel oder die Funktionsstörung eines inneren Organs wie der Leber Ursache für die Veränderung. Zwar gilt die Hyperkeratose als vergleichsweise harmlos, aber neben den ernsthaften Krankheiten, die der Hyperkeratose zugrunde liegen, kann diese Störung zu einem Verschluss der Nasenlöcher führen, was wiederum Kurzatmigkeit und die Entzündung der Nase nach sich ziehen kann. Dies führt nicht selten zu Luftnot oder im schlimmsten Fall der Erstickung des Wellensittichs. Ist bei der betreffenden Henne auch die Mauser gestört, eine sogenannte Stockmauser, ist das ein starker Hinweis auf einen massiven Nährstoffmangel. Zwar ist beides nicht lebensbedrohlich, doch im akuten Fall kann der Tierarzt überschüssige Wachshaut mit Öl oder einer lösenden Salbe behandeln und die Nasenlöcher befreien, damit der Vogel wieder besser Luft bekommt. Auf lange Sicht sollte aber die Ernährung der Vögel optimiert werden. Weißlicher und schwammartiger Belag weist meist auf Grabmilben hin und ist nicht nur auf die Wachshaut beschränkt. Bei all diesen Symptomen solltet ihr neben den Veränderungen der Wachshaut aber auch auf Verhaltensänderungen und andere Symptome wie Veränderungen des Vogelkots, Atemgeräusche und Apathie oder Appetitlosigkeit achten. Dann ist eine Veränderung der Wachshaut ein verlässlicher erster Indikator für gesundheitliche Probleme bei euren Wellis.